Willkommen zum Como Tech Talk. Heutiges Thema Sperrdifferentiale. Immer wieder ein Thema bei den Lotus Exige-Fahrzeugen zur Erlangung von der eigentlich leichten Fahrperformance, die zu dem Auto dazugehört. Es gibt verschiedene Systeme. Ich mag nur kurz darauf eingehen, gar nicht zu sehr, gar nicht zu technisch, damit das nicht so verwirrend ist. Zur Grunderklärung, es gibt eigentlich 3 Hauptsysteme, mit denen gearbeitet wird. Das klassische Torsen, das ist als zweites ein Reibscheiben-Sperrdifferential oder heutzutage üblich die elektronischen Sperrdifferentiale. Wobei ich direkt sagen muss, die elektronischen Sperrdifferentiale können wir rausholen, weil wie der Name schon sagt, das hat zwar den Namen Sperrdifferential, hat aber leider keinerlei mechanische Funktion, sondern ist rein über Steuerelektronik, ABS, ESP gesteuert. Das heißt, dreht ein Rad durch, wird es künstlich durch einen Bremseneingriff gebremst und somit halt eigentlich das durchdrehende Rad verhindert. Es ist also kein mechanischer Eingriff. Somit konzentrieren wir uns nur auf die 2 Hauptthemen. Das ist also das Torsen und die Lamellensperre, also Reibscheibe. Darauf direkt zu kommen, haben wir hier 2 Modelle stehen. Ich habe das auch mal so gemacht, dass ich es mal geöffnet habe. Das heißt, wir können mal reinschauen, mal kurz sehen, wo eigentlich die Hauptunterschiede sind. Wir selber sagen grundsätzlich von der Funktion, dass wir die Torsensysteme gerne verwenden für Straßenautos, für normale Einsätze, also nicht reine Rennsport- oder Trackday-Einsätze, weil sie eigentlich extrem wartungsfrei sind, somit natürlich auch kostengünstiger im Unterhalt. Sie haben keinen Verschleiß, weil sie mechanisch ohne Reibverluste arbeiten. Allerdings als Nachteil auch dementsprechend weniger Sperrwirkung und sind natürlich nicht einstellbar. Die Lamellensperre, klassisch bekannt, ist das, was wir verwenden für Trackdays und Rennfahrzeuge. Wie gesagt, Vorteil lässt sich halt nach Bedarf auch ändern, einstellen, die Sperrwirkung, die Lamellen, die Federvorspannung. All diese Dinge können halt variiert werden. Nachteil ein bisschen, klar, sie verschleißen. Das heißt, man muss sie auch mal öffnen und die Reibscheiben erneuern. Und sie haben das Problem, dass sie natürlich durch die Reibung, die erzeugt wird, etwas mehr Getriebetemperatur generieren. Dementsprechend muss man eine Ölkühlung fürs Getriebe dazu rechnen. Trotz allem überwiegen ganz klar die Vorteile, wenn man das wirklich nutzen will und mit einer wirklichen Funktion arbeiten möchte. Ich gehe kurz darauf ein, zeige euch zuerst die, wie gesagt, weniger genutzte Torsen-Variante. Hier in der Version haben wir eine Wi-Fi-Sperre. Das ist ein Torsen-Konzept. Es gibt viele Varianten, wie Torsen funktioniert. Das ist eines davon. Ich zeige es kurz und mache es mal auf, dass man sieht, wie der Aufbau ist. Ist jetzt hier sehr simpel zu sehen eigentlich. Wir haben den großen Vorteil, dass es funktioniert nur über Schneckenräder. Das ist eigentlich schon die gesamte Technik da drin. Also zur kurzen Erklärung, Antriebswelle links, rechts, die beiden Seiten. Das heißt, hier beginnt eigentlich die ganze Verdrehung. Das ist sehr komplex von den Rädern, aber ich sag mal, es gibt eigentlich nicht so schrecklich viel zu erklären. Ich will auch gar nicht zu sehr in die Funktionsweise eingehen. Fakt, man sieht, hier ist nichts, was auf Schlupf arbeitet. Das alles funktioniert auf Verdrehung, auf Verwindung. Schneckenräder, die gegeneinander arbeiten. Das heißt, wenn ein Rad durchdreht, wird das andere dabei eingebremst. Ich denke, wer das wirklich im Detail für eine Torsen wissen will, gibt es YouTube-Videos ohne Ende, die das exakt beschreiben. Geht hier mehr darum, was ist das Richtige für mein Exige. Ja, das ist also Variante Torsen. Ich möchte ein bisschen detaillierter eingehen auf die Variante einer Reibscheiben. Ich habe jetzt hier ein Muster, das war mein Prototyp. Ich wollte nicht unbedingt eine ganz werksneue zerlegen, weil die ist danach halt wird nicht besser dadurch. Das heißt, hier habe ich meinen Prototyp verwendet, den wir mal entwickelt haben. Der hat auch schon viele tausend Kilometer auf dem Buckel. Aber da kann man das sehr schön zeigen, was der eigentliche Unterschied ist. Das ist ein komplettes Paket in der Sperre. Da sieht man auch schon die Funktionsweise. Diese funktioniert über die Verteilung von Reibscheiben, die wie Kupplungsscheiben in einer nassen Kupplung auf der Seite angebracht sind. In dem Fall links und rechts. Und damit fängt es schon an. Ich kann die Reibscheiben dicker machen, ich kann sie dünner machen. Ich kann diese Scheiben verändern, ich kann die Preload, die Vorspannung, die über die erste Federscheibe erzeugt wird, ändern. Das sind alles Dinge, wo ich bei der Wirkung der Sperre einwirken kann. Wirkt sie mehr beim Gas geben, mehr beim Verzögern. Wie ist das Ansprechverhalten? Sehr fein, also schon bei wenig Gas oder bei mehr Gas. Das lässt sich alles relativ schön auch einstellen über, Scheibenstärke. Man kann in allen Varianten variieren. Man sieht, man hat immer Metallreibbelege und also einen Metallbelag und einen Reibbelag. Man kann auch durch Zufall mal einfach hingehen und kann theoretisch 2 Metallbeläge und 2 Reibbeläge aufeinander laufen lassen. Ändert sich die Reibung komplett. Ist, wie man sieht, viel Erfahrung dabei, viel Spielerei.
muss man ausprobieren. Nachteil ist, um es natürlich zu verändern, muss jedes Mal das Getriebe ausgebaut werden, zerlegt werden. Das heißt, es ist also nichts, was man mal gerade in 5 Minuten macht. Wichtigster Unterschied eigentlich, und die Funktion ist wirklich simpel von so einer Reibscheibensperre ist, und das ist immer das, was man früher als Sperrwirkung nannte. Ich arbeite mit diesem Kreuz, was auf Belastung sich in diesen hier angezeigten Mulden verdreht. Ja, das sieht man sehr deutlich. Die ist auf der einen Seite fast gerade, auf der anderen mit einem Rampenwinkel. Der Rampenwinkel ist das Entscheidende dafür, wie viel Schwerwirkung habe ich beim Beschleunigen. Der Rampenwinkel auf der anderen Seite, zum Beispiel, wie viel habe ich vom Gas gehen. Auch da gibt es eine Sperrwirkung, wenn die Verzögerung nur stark genug ist. Und das ist eigentlich das, was man heute eigentlich mehr beachtet, dass man den Rampenwinkel benennt, weil da ist ganz klar, umso flacher die Rampe, umso länger braucht es, umso mehr Verdrehung, also umso mehr Drehzahlunterschied links zu rechts braucht es, um eine Sperrwirkung zu erzeugen. Gibt es natürlich Erfahrungswerte, mit denen man arbeitet. Prinzip ist simpel. Es liegt hier drin, es verdreht sich und wenn es gegen die Rampe aufläuft, schiebt es im Endeffekt die beiden Gehäuseteile auseinander. Das ist ganz einfache Physik. Beim Auseinanderschieben drücke ich gegen die Reibscheiben, die hier drauf liegen, und somit werden die wie eine Kupplung, nur andersrum, es wird halt gebremst. Das heißt, durch die Verdrehung über meinen Rampen wird die Reibscheibe vorgespannt. Dadurch kriege ich meine Sperrwirkung. Also, um es gerade zusammenzufassen, in der Variante mit einer Lamellensperre habe ich die Einstellmöglichkeit über die Scheiben, die Paarung der Scheiben, über die Auswahl des Shims, wie viel Vorspannung wird als Preload gemacht, und dazu natürlich noch die Form des Winkels, des anlaufenden und ablaufenden Rampens. Damit verändere ich die Drehwirkung und somit die Funktion. Ist ein sehr einfaches technisches Konzept, mit ein bisschen Erfahrung gut zu machen. Weil wenn ich sage wartungsintensiv, heißt das nicht, dass man das alle 1000 Kilometer aufmachen muss. In einem Rennauto sicherlich einmal pro Saison, also nach 20 Stunden. In einem Straßenauto oder Trackday-Auto alle 5, 7, 10.000 Kilometer, was aber relativ oft dann sowieso dem Wartungsintervall des Getriebes oder der Kupplung eigentlich schon entspricht. Somit ist das jetzt nicht so, dass das jede Woche gewechselt werden muss. Ja. Das sind eigentlich die groben Informationen. Ich hoffe, die Ausführungen konnten euch helfen. Zu weiteren Informationen gibt es bei uns nachzulesen, auch auf dem Blog, mit Bildern, weiteren Informationen, ein paar Details noch. Also wer Interesse hat, kann gerne da reinschauen und sich noch weiter informieren. Danke.